Immer öfter wird deutschen Auswanderern aufgrund von Finanzamtsproblemen, die möglicherweise jahrelang zurückreichen, die Ausstellung eines neuen Passes versagt oder sogar ein bestehender deutscher Pass entzogen. Warum es nie wichtiger war, einen zweiten Pass zu haben und wie du dich schützen kannst vor Behördenwillkür, davon will ich dir mehr in diesem Video berichten. Noch ein kurzer Hinweis in eigener Sache. Ja, es wird immer wichtiger, einen zweiten Pass zu haben, aber ein zweiter Pass ist ja nur eines von vielen Maßnahmen, die du ergreifen solltest, um einen funktionierenden Plan B zu etablieren, auch wenn du noch nicht vorhast, auszuwandern. Weitere Maßnahmen sind zum Beispiel internationale Aufenthaltstitel, die Eröffnung von Bankkonten außerhalb der EU und möglicherweise auch außerhalb des automatischen Informationsaustausches OECD-CAS, die internationale Vermögensdiversifikation, zum Beispiel Gold im Nicht-EU-Ausland zu lagern und zum Beispiel auch Maßnahmen wie eine steueroptimierte Nachlassplanung, damit der Staat nicht einen Großteil deines Vermögens bekommt, für das du so hart gearbeitet hast. All diese Tools, die zu einem Plan B zusammengehören, behandeln wir in unserem intensiven Seminar Das Schweizer Taschenmesser für deinen Plan B, das wir regelmäßig in Zürich veranstalten. Mit dabei ist neben Daniel und mir auch der Herr Generalaußerdiensten Erich Warth, lange Jahre Sicherheitsberater von Kanzlerin Angela Merkel. Gerade zur Zeit der aktuellen signifikanten und sehr riskanten geopolitischen Krisen ist es natürlich wichtig, dass du die Geopolitik mit einbeziehst, wenn du einen Plan B etablierst. Viele mussten es jetzt erleben, die sich ein Refugium in Dubai geschaffen haben, nur um festzustellen, dass es vielleicht nicht so sicher ist, wie sie sich das erhofft haben. Termine dazu auf unserer Webseite, Link dazu in der Beschreibung dieses Videos. Ich würde mich freuen, dich in Zürich begrüßen zu dürfen. 2 intensive Tage, wo du natürlich auch sehr viele Gleichgesinnte kennenlernen wirst, Leistungsträger aus dem deutschsprachigen Raum, die die Welt genauso sehen wie du, wo du dich auf einer Augenhöhe austauschen kannst, ohne Angst davor haben zu müssen, dass du komisch angeschaut wirst und ohne eine Maske aufziehen zu müssen. Also hoffentlich bis bald in Zürich. Aber nun zurück zu unserem eigentlichen Thema und das ist eine ziemlich besorgniserregende Entwicklung. So empfinde ich es jedenfalls. Ich muss natürlich sagen, ich habe jetzt hier keine empirischen Beweise zu diesem Thema. Ich weiß auch gar nicht, ob man die wirklich bekommen kann. Aber wie du dir vorstellen kannst, läuft natürlich hier sehr viel über meinen Schreibtisch. Und während es früher nur ganz wenige Fälle gab von Deutschen, denen der deutsche Pass entzogen wurde oder die Ausstellung eines neuen Passes verweigert wurde, werden es jetzt immer mehr Fälle. Es sind natürlich immer noch relativ wenige Fälle, aber ich konnte im Grunde genommen bis vor einigen Jahren die Fälle, die uns insgesamt bekannt waren, an einer Hand abzählen. Jetzt werden es doch deutlich mehr. Ich will dir gleich noch konkret von einem Fall berichten, aber zunächst möchte ich dir dazu ein paar Hintergrundinformationen zu der rechtlichen Lage geben, damit du das auch genau einordnen kannst. Wenn du auswanderst, wenn du Deutschland verlässt, dann ist es in den meisten Fällen so, dass mit dem Finanzamt ja noch nicht alles geklärt ist. Die letzte Steuererklärung ist noch ausstehend. Du hast ja vielfach dafür noch mehrere Monate oder sogar schon fast Jahre Zeit, diese noch einzureichen. Aber aus der Vergangenheit kann es natürlich noch Aspekte geben, die noch gar nicht steuerlich geklärt sind. Ich kann dir ein Beispiel erzählen. Wir haben Mandanten, die zum Beispiel ein Unternehmen in Deutschland verkaufen und danach auswandern. Dann gibt es hinsichtlich dieses Verkaufes eine Sonderprüfung und diese Sonderprüfung dauert dann oftmals mehrere Jahre, zum Teil 3, 4 oder sogar 5 Jahre. Das heißt, wenn du kurzfristig nach dem Unternehmensverkauf ins Ausland umziehst, dann hast du möglicherweise noch 4 oder 5 Jahre mit dem Finanzamt zu tun. Und selbst wenn du beispielsweise für den Unternehmensverkauf sämtliche Steuern bezahlt hast, kann es durchaus sein, dass nach 4 oder 5 Jahren das Finanzamt auf dich zukommt und sagt, so, wir haben nun festgestellt, dass die Steuern, die Sie damals bezahlt haben für diesen Unternehmensverkauf, nicht hoch genug waren. Wir wollen jetzt weitere Steuern von Ihnen haben. Ähnliche Verzögerung kennen wir von der Wegzugssteuer. Du weißt ja, wenn du an einer deutschen GmbH beteiligt bist oder generell an einer Kapitalgesellschaft in Deutschland verlässt, dann musst du möglicherweise Wegzugssteuer bezahlen. Dafür musst du eine Bewertung deiner Anteile bzw. den fiktiven Veräußerungserlös deiner Anteile dem Finanzamt melden in deiner letzten Steuererklärung. Und auch hier kann es zum Teil Jahre dauern, bis du dann dazu einen Steuerbescheid erhältst. Auch hier kann das Finanzamt ja ohne weiteres sagen, die Bewertung, die sie uns zur Verfügung gestellt haben, ist viel zu niedrig.
Die Wegzugsteuer, die Sie berechnet haben, ist demnach auch nicht korrekt. Wir wollen viel mehr Wegzugsteuer von Ihnen haben. Oder es gibt zum Beispiel auch Mandanten, die tatsächlich Steuerschulden haben, also zwar ihre Steuern dem Finanzamt gegenüber korrekt erklärt haben, aber einfach nicht mehr das Geld haben, diese Steuern zu bezahlen, weil sie eben einfach wirtschaftlich Schiffbruch erlitten haben oder weil das Business, das sie geplant haben, nicht so funktioniert hat, wie sie sich das gewünscht haben oder was auch immer. Eins ist hier sehr wichtig. Es geht hier nicht darum, dass jemand eine strafbare Handlung begangen hat. Es geht nicht um Steuerhinterziehung. Selbst wenn jemand Steuerschulden hat, darf er ja ganz normal auswandern. Wenn du Schulden beim Finanzamt hast und es geht nicht um strafbare Handlungen, dann ist ja das Finanzamt zunächst mal einfach einer deiner Gläubiger. Gläubiger könnte auch eine Bank sein, es können Verwandte sein, aber eben das Finanzamt ist dann zunächst mal ein Gläubiger. Es ist dann also eine rein zivilrechtliche Sache. Das Strafrecht kommt hier gar nicht ins Spiel. Ich möchte das deswegen sagen, weil natürlich wichtig zu unterstreichen ist, dass sich diese Personen hier nicht strafbar gemacht haben. Natürlich ist es auch nicht so, dass Steuerschulden verschwinden, wenn du ins Ausland umziehst. Diese Forderungen bleiben natürlich seitens des Finanzamts bestehen. Ich würde dir auch niemals raten, abzutauchen. Ich würde dir raten, mit dem Finanzamt in Kontakt zu bleiben, zu kommunizieren. Wenn du nicht die Mittel hast, diese Steuern, die du schuldest, zu bezahlen, dann würde ich das ebenfalls kommunizieren. Vielfach kann man zum Beispiel durch die Zahlung einer sehr geringen monatlichen Rate auch dafür sorgen, dass dort erstmal Ruhe einkehrt. Das Problem ist nun, dass das deutsche Recht, und da ist Deutschland meiner Meinung nach der einzige Staat, der das kann. Mir sind keine anderen Länder bekannt. Möglicherweise täusche ich mich. Wenn du von anderen Ländern weißt, dann lass es uns gerne hier in den Kommentaren wissen. Aber meiner Meinung nach, soweit ich es weiß, ist Deutschland das einzige Land, das entsprechend rechtlich geregelt hat, dass dir bei Verbindlichkeiten gegenüber dem Finanzamt der deutsche Pass entzogen werden kann oder aber auch die Ausstellung eines neuen Passes verweigert werden kann. Wohlgemerkt, immer ganz wichtig an dieser Stelle, ich sage das immer, weil viele das missverstehen, ich rede nicht davon, dass dir die deutsche Staatsbürgerschaft entzogen wird. Das ist nicht möglich. Ich rede davon, dass der Pass als Dokument entwertet wird. Du musst dir das ähnlich vorstellen, wie wenn dein Pass gestohlen wird. Wenn dein Pass gestohlen wird, dann wird er im System, sage ich mal, in der Passdatenbank im Computer als ungültig markiert. Du kannst dann mit diesem Pass nicht mehr reisen. Du kannst dann mit diesem Pass zum Beispiel nicht mehr einchecken bei einer Airline. Oder aber die andere Maßnahme ist, dass eben die Ausstellung eines neuen Passes verweigert wird. Wenn du als Deutscher im Ausland lebst, dann gehst du ja normalerweise zu der Botschaft, die für dich zuständig ist, wenn dein Reisepass abgelaufen ist und kannst dir dann dort einen neuen Pass ausstellen lassen. Das kann verweigert werden, wenn du Verbindlichkeiten hast beim Finanzamt. So, was ist dafür jetzt die rechtliche Grundlage? Auch das haben wir schon mal hier behandelt. Ich möchte es dir aber trotzdem noch mal ganz kurz zeigen. Es ist nämlich der Paragraph 7 des Passgesetzes. So, hier haben wir den Text. Hier steht, der Pass ist zu versagen, wenn bestimmte Tatsachen die Annahme begründen, dass der Passbewerber, und dann gibt es einige Dinge, er will sich der Strafverfolgung entziehen, das könnte ich jetzt ja gerade noch verstehen, das wäre ja noch ein Grund, oder er handelt mit Drogen, auch das könnte ich noch irgendwo verstehen. Er gefährdet die innere und äußere Sicherheit, gut, auch das könnte man noch nachvollziehen, dass in solchen Fällen der deutsche Pass verweigert wird, aber hier heißt es jetzt in Satz 4, sich seinen steuerlichen Verpflichtungen entziehen oder den Vorschriften des Zoll- und Monopolrechts oder des Außenwirtschaftsrechts zuwiderhandeln oder schwerwiegende Verstöße gegen Einfuhr, Ausfuhr oder Durchfuhrverbote oder Beschränkungen begehen will. Also, hier steht nicht da, dass derjenige letztlich wegen Steuerstraftaten angeklagt ist oder verurteilt worden ist. Hier ist noch nicht weiter definiert, was steuerliche Verpflichtungen meint. Aber im Grundton, was dieses Gesetz genau besagt, ist letztlich, dass wenn das Finanzamt das Gefühl hat, dass du Steuerschulden hast, und dass du dich deinen steuerlichen Verpflichtungen entziehen willst, weil du zum Beispiel abgehauen bist und im Ausland lebst, dann kann dir der deutsche Pass entzogen werden. Beziehungsweise hier geht es ja um die Ausstellung eines neuen Passes. Wenn wir nun aber zum Paragraphen 8 kommen, dann sehen wir, dass für die Passentziehung genau das Gleiche gilt. Das heißt also, es kann dir sowohl ein bestehender Pass entzogen werden, als auch die Ausstellung eines neuen Passes verhindert werden. Also, wie gesagt, bis vor kurzem war mein Eindruck, dass dieses Recht sehr selten angewandt wird. Aber jetzt habe ich doch immer mehr Fälle hier auf meinem Schreibtisch, wo tatsächlich
der deutsche Staat von diesem Recht Gebrauch macht. Ich vermute einfach, dass man sehr knapp bei Kasse ist beim Bundesfinanzministerium, dass man wirklich jeden Weg sucht, um hier noch etwas aus der Zitrone ausquetschen zu können. Lass mich dir ein Beispiel erzählen. Ich sprach neulich mit einer Mandantin, sie ist deutsche Staatsbürgerin, sie lebt schon seit etlichen Jahren in Kanada. Sie hat Deutschland vor ungefähr 10 Jahren verlassen, aber man muss es leider sagen, sie hat es versäumt, ihre Steuererklärungen pünktlich einzureichen. Da ging es um verschiedene Positionen. Zum einen geht es um ganz alte Verbindlichkeiten noch von vor dem Wegzug. Zum anderen hatte sie aber auch Einkünfte, die sie in Kanada versteuert hat, weil sie nicht wusste, dass diese auch in Deutschland zu versteuern sind. Es handelt sich dabei um Mieteinnahmen. Also garantiert hat sie keine Steuer hinterzogen. Sie war auch ständig mit dem Finanzamt in Kontakt. Sie hat sich auch nicht bewusst ihrer Verantwortung entzogen, sondern sie war vielleicht nicht so hundertprozentig organisiert. Dann hat sie keinen richtigen Steuerberater gehabt, der sie diesbezüglich unterstützen kann, so wie diese Dinge eben passieren können. So, jetzt ist der deutsche Pass abgelaufen und wie gesagt, sie hat keinen anderen Pass. Sie ist keine kanadische Staatsbürgerin, sie hat nur den deutschen Pass und ist jetzt neulich zur deutschen Botschaft gereist, um dort ihren Pass zu verlängern bzw. einen neuen Pass zu beantragen. Und da hat man ihr gesagt, dass sie keinen deutschen Pass bekommt, solange sie mit dem deutschen Finanzamt keinen reinen Tisch gemacht hat. Das ist jetzt eine Dame mittleren Alters. Ich sage mal aus einer gut bürgerlichen deutschen Familie. Und du kannst dir vorstellen, dass sie erstmal ziemlich schockiert war, als sie das gehört hat. Denn sie ist jetzt ja komplett aufgeschmissen. Sie hat keinen kanadischen Pass. Sie hat zwar die Daueraufenthaltserlaubnis in Kanada, aber wenn sie das Land verlassen will, Kanada, braucht sie natürlich den deutschen Pass. So, die deutsche Botschaft stellt ihr natürlich schon ein Reisedokument aus, sodass sie nach Deutschland zurückkehren kann. Aber das will sie natürlich nicht. Aus meiner Sicht ist das in diesem konkreten Fall komplett unverhältnismäßig. Der Betrag, der insgesamt geschuldet wird, ist ein sechsstelliger Betrag, aber es geht insgesamt um weniger als 200.000 Euro. Sicherlich keine Lappalie, sicherlich eine Stange Geld, völlig klar. Aber letztlich hier dafür zu sorgen, dass diese Dame komplett handlungsunfähig wird, dass sie jetzt ihr Wohnsitzland nicht mehr verlassen kann, weil sie jetzt hier Verbindlichkeiten beim Finanzamt hat, das ist natürlich schon sehr bedenklich. In ihrem konkreten Fall weiß ich jetzt ehrlich gesagt nicht, ob sie Ratenzahlung zum Beispiel angeboten hat. Es scheint mir nicht so zu sein, wie wenn sie sich dort der Kommunikation mit dem Finanzamt entzogen hätte. Soweit ich weiß, war sie mit den Behörden in Kontakt, hat sich erklärt, hat sich entschuldigt und trotzdem jetzt diese Maßnahme. Das perfide ist ja daran, dass das Finanzamt erstmal einfach behaupten kann, dass du diese Steuer schuldest. Sicherlich, du kannst den Rechtsweg wählen, aber das Finanzamt kann ja trotzdem von dir in der Zwischenzeit fordern, dass du den Betrag bezahlen musst. Und wenn du dich unwillig erklärst zu bezahlen, kann entsprechend dir dann die Ausstellung eines neuen Passes verweigert werden, beziehungsweise der bestehende Pass sogar entzogen werden. Und deswegen ist meiner Meinung nach für deutsche Staatsbürger, gerade wenn du ein Leistungsträger bist, wenn du Unternehmer bist, wenn du Freiberufler bist, wenn du Investor bist, also wenn deine Steuerangelegenheiten einigermaßen komplex sind, wenn es vielleicht auch Konstellationen gibt, aus denen möglicherweise ein steuerliches Risiko erwachsen kann und du planst ins Ausland zu gehen, dann würde ich sagen, je nachdem, wie der Status mit dem Finanzamt ist, dann würde ich es für extrem wichtig erachten, dass du einen zweiten Pass hast. Ich habe schon mal an anderer Stelle erwähnt, dass es sehr erstrebenswert ist, dass man sich da unbedingt darum bemühen sollte, dass der letzte Steuerbescheid ausgestellt wird, nicht unter dem Vorbehalt der Nachprüfung, dass dieser Vermerk im Grunde darauf nicht angebracht wird. Weil ansonsten kann das Finanzamt eben jederzeit nach deiner Auswanderung, auch nach 5 Jahren, 6 Jahren, einfach die Akte wieder öffnen und sagen, okay, der schuldet jetzt Steuern und wenn der nicht bezahlen will, weil er sagt, sehe ich überhaupt nicht ein, dass sie jetzt dann nach 5 Jahren einfach die Akte aufmachen. Also, ich meine, wir hatten Fälle, da hat jemand buchstäblich 18 Jahre im Ausland gewohnt, hatte noch eine Immobilie in Deutschland. Das Finanzamt hatte die bis dato als Ferienimmobilie akzeptiert und auf einmal sagen sie dann, na ja, wir gehen jetzt davon aus, dass sie in den letzten 18 Jahren einen Wohnsitz in Deutschland haben. Musst dir mal vorstellen. Natürlich sind da manche Sachverhalte dann inzwischen verjährt, aber trotzdem, was das für gigantische steuerliche Konsequenzen hat. Und wenn du nicht bezahlst, dann stellen wir dir einfach keinen Pass mehr aus, beziehungsweise entziehen dir deinen bestehenden Pass. Also vergiss mal Besteuerung nach Staatsbürgerschaft, vergiss mal Wehrpflicht, vergiss mal diese Dinge. Also das ist meiner Meinung nach ein viel konkreteres Problem, was ja heute schon so passiert, ja. Und was möglicherweise meiner Meinung nach immer häufiger passieren wird. Denn als Auswanderer hast du ja keine Lobby, da hast du niemanden, der sich für dich einsetzt. Du bist der Politik komplett egal. Und wenn du wohlhabend bist und Deutschland verlassen hat und es dann noch irgendeine Möglichkeit gibt, da noch irgendwie reinzugrätschen in deine Steuererklärungen, da noch irgendwas rauszuholen, dann kannst du davon ausgehen, dass vor dem Hintergrund der aktuellen finanziellen Situation in Deutschland die Behörden von dieser Regelung zunehmend Gebrauch machen werden. Und deshalb würde ich mir an deiner Stelle sehr gut überlegen,
wie du dir einen Zweitpass sichern kannst. Man muss ja nicht gleich einen kaufen, wenn man dieses Geld nicht in die Hand nehmen will, aber dass man zum Beispiel sagt, man wohnt in einem Land mit seiner Familie, wo man einfach nach ein paar Jahren, nach 3 Jahren, nach 5 Jahren dann auch den Pass erhalten kann. Denn wie gesagt, der deutsche Staat kann dir ja nur den deutschen Pass wegnehmen. Es ist ja nicht so, dass, wenn du 2 Staatsbürgerschaften hast, sagen wir mal, du hast die irische Staatsbürgerschaft und die deutsche Staatsbürgerschaft, dass dann der irische Staat aufgrund der Maßnahme des deutschen Staates sagt, naja, wenn die Deutschen dir den Pass wegnehmen, dann werden wir dir auch den irischen Pass entziehen. So ist es ja nicht, sondern du hast dann den zweiten Pass, du kannst dann die Sachen mit dem Finanzamt regeln, das kann so lange dauern, wie es dauern will. Möglicherweise ist dein Pass gesperrt, aber ist dir sowieso komplett egal. Denn du kannst ja dann mit deinem ausländischen Pass, mit dem irischen Pass einreisen und du kannst dann nach Deutschland einreisen und alles machen, was du willst. Und die anderen Risiken, die wir gerade eben besprochen haben, wie zum Beispiel die Besteuerung der Staatsbürgerschaft, mögliche Wehrpflichtsimplikationen, von diesen Dingen kann man als positive Mitnahmeeffekte auch noch profitieren. Aber das sind vielleicht eher strategische Dinge, weil ob das wirklich kommt oder nicht, schwierig zu sagen, aber das, was ich gerade eben dir erzähle, dieses Passgesetz und der Passentzug, das ist im Grunde genommen für jeden Unternehmer, der ins Ausland geht, sehr konkret. Insbesondere dann, wenn du eben davon ausgehst, dass es da möglicherweise noch steuerliche Probleme mit dem Finanzamt geben kann. Also, in diesem Sinne, mach dir Gedanken zum Thema Zweitpass. Wir können dich natürlich diesbezüglich gerne beraten. Mein Kollege Daniel Taborek ist bei uns im Hause für dieses Thema zuständig. Beratungsgespräch findest du auf unserer Webseite. Link dazu in der Beschreibung dieses Videos. Wir haben schon vielen Mandanten dazu geholfen, einen zweiten Pass zu bekommen. Eben nicht nur Citizenship by Investment. Dort musst du ungefähr mit mindestens 100.000 Euro für einen Pass rechnen. Pass nach Abstammung ist ebenfalls eine gute Option und ansonsten eben einfach irgendwo zu leben und sich einbürgern zu lassen, das kann im Grunde genommen nicht schaden. Da muss man ein bisschen langfristig für denken, aber für die meisten ist das möglich, wenn ihnen das natürlich wichtig genug ist. So, und wenn dich das ganze Thema interessiert und die anderen Aspekte, die dort auch noch mit zusammenhängen, wie du dein Vermögen absichern kannst vor einem zunehmenden Überwachungs- und Kontrollstaat, dann komm am besten nach Zürich. Wir helfen Mandanten schon seit 20 Jahren, sich im Ausland steueroptimiert aufzustellen. Ich selbst habe Deutschland und die EU vor 26 Jahren verlassen. Ich persönlich habe es nicht bereut. Du wirst es auch nicht tun, da bin ich mir sicher. Aber selbst wenn du nicht ans Auswandern denkst, sondern nur an einen Plan B, zweite Staatsbürgerschaften, Vermögenssicherung, Vermögensdiversifikation, können wir dich dabei gerne unterstützen. Immer ein guter Anfang ist natürlich auch unser Telegram-Kanal. Dort gibt es 24 Stunden am Tag lebhafte Diskussion und einen interessanten Austausch oder eben auch unser New Horizons Club. Wenn du nach Zürich kommst übrigens, kriegst du dort automatisch eine einjährige Mitgliedschaft. Dort sind dann auch Beratungsgespräche mit mir, Daniel und den anderen Kollegen drin enthalten, regelmäßige Webinars, Events, Get-togethers, die wir gemeinsam gestalten. Das ist dann schon so der engere Kreis unserer Community. In diesem Sinne würde ich mich freuen, auch dich alsbald zu unserer Mandantschaft zählen zu können. Bist du Unternehmer, Freiberufler oder Investor? Zieht es dich schon lange ins Ausland? Mach heute den ersten konkreten Schritt in eine Zukunft mit mehr Geld und mehr Freiheit. Buche ein Beratungsgespräch mit Sebastian und seinen Kollegen. Unsere Kanzlei unterstützt Mandanten wie dich dabei, deine Steuerlast legal zu reduzieren, Vermögen aufzubauen und zu schützen und deine persönliche Freiheit zu maximieren. Profitiere jetzt von unserem Fachwissen und unserem Netzwerk. Gehe zu mandatierung.com und werde Mandant unserer Kanzlei.